selben Uhrzeit wie immer. 5,8 Millionen. Mal gucken, wie viele Diamonds dabei rausspringen. Wobei Diamonds mittlerweile so wenig wert sind, dass sich das eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr lohnt. Also vor allem cleane Waffen umzuwandeln lohnt sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Aber egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, what? Ja. So viel dazu, würde ich sagen. Erstmal 5,8 Millionen Penny einfach weggeschmissen. Nice. So, jetzt den RM nochmal, den Elementor nochmal leveln. Junge, du willst mich verarschen. Ey, hier ist weit und breit nichts. Aber genau da, wo ich stehen bleibe zum Rebuffen. Es ist ein Monster gespawnt im Umkreis von, keine Ahnung, 5 Kilometern. Ein fucking Agro direkt in meine Fresse. Nirgendwo ist was. Das kannst du dir nicht ausdenken, Junge. What the fuck, Alter? Das machen die doch safe mit Absicht. Einfach nichts. Hier ist weit und breit nichts zu sehen. Genau da, wo ich stehen bleibe, um mich zu rebuffen, spawnt ein Agro. Boah, Alter. Was man machen könnte, wäre ein Friedensmodus. Sowas gibt es in manchen Spielen. Für deinen Ringmaster, dass du sagst, du gehst in den Friedensmodus. Also PvE natürlich, Friedensmodus. Und hast dann irgendwie, so ähnlich wie mit der Stat-Page, hast dann 15 Minuten lang Sperre. Du kannst 15 Minuten lang keinen Schaden an Monstern machen. Und auch kein HC und so. Also nichts, was aktiv irgendwie ins Kampfgeschehen eingreift, außer Buffen und Heilen. Das wären vielleicht so die einzigen Ausnahmen. Und dafür kannst du nicht von Argos eingegriffen werden. Kannst halt aber auch wirklich, du kannst sie nicht stunnen, du kannst sie nicht rooten, du kannst keinen Schaden machen. Kein HC. Du kannst wirklich nur buffen und healen, sonst nichts. Alles andere ist quasi gegen Monster deaktiviert. Und dann hast du irgendwie so ein bisschen... Hast du so quasi so ein Schutzmodus. Irgendwie, I guess. Aber wenn man es ganz fair macht, müsste Heal auch nicht funktionieren. Also wenn, dann dürfte es eigentlich nur Buffen sein. Also Healen ergibt eigentlich auch keinen Sinn, weil Healen greift ja auch aktiv ins Kampfgeschehen ein. Die Hauptaufgabe von einem Ringmaster beim Leveln ist ja eigentlich Healen. Der soll ja eigentlich gar keinen Schaden machen. Gut, wenn überhaupt H10 vielleicht noch, aber das macht eigentlich auch kaum jemand. Also eigentlich müsste man das Healen dann auch streichen, wenn es nach der Logik gehen würde, wie ich es gerade gesagt habe. Und ja, dann wäre es wahrscheinlich wieder ätzend. Wobei, für mich würde es reichen tatsächlich, weil ich heal mich eh nicht. Also wenn wirklich nur Buffen gehen würde und dafür bist du immun gegen Agros, wie gesagt, für eine gewisse Zeit zumindest oder so, wäre eigentlich gar nicht so bad. Also ich würde den Modus nutzen. Jedes Mal. Also ich habe mit meinem schlechten Elementor-Equipment auf Borodeng Anfang des Jahres bei dem New Year Event, 2024 New Year Event, da musste man jeden Tag 2024 Monster töten. Und ich bin dann tatsächlich zu Meryl gegangen. Da, wo sich Meryl und Captain Meryl, da hinten, wo auch oft der Violet ist, in dieser riesigen Bucht, Lagune, whatever. Also bei diesem hammergeilen Spot, einfach einer der besten Spots in Coral Island, einer der besten Spots im Game wahrscheinlich, was Mobdichte und freie Fläche angeht. Also vor allem die freie Fläche dort ist insane, was einfach komplett ebene, leere, freie Fläche ist. Und da ist es so, bis dahin kann man easy auch mit schlechtem Equipment leveln, weil ich hatte, wie gesagt, auf Borodeng mit meinem Nanemphis 16% Nanemphis in Coral Island, also das ist schon wirklich sehr outdated. 16% ATK, Nanemphis plus 8, also absolut kein krasses Equipment. Und gut, Bloody Stuff mit 19 Poison Cloud, aber auch mit kaum Sockeln. Ich glaube, der hat 1,4 Fähigkeitsschaden oder so gesockelt, irgendwelche random C- und D-Karten gesockelt. Also wirklich nichts Besonderes. Und ich konnte damit Power-Ups und Link Attack ziemlich gut leveln. Also ich konnte da trotzdem fette Puls machen, 30, 40 Monster und habe die auch killen können. Wie es danach ist mit schlechtem Equipment, weiß ich nicht. Oder mit Medium Equipment. Aber ich denke nicht sehr gut. Die Naga, die haben schon nochmal deutlich mehr als die Meryl. Aber ich könnte mir vorstellen, Naga geht wahrscheinlich auch noch mit einem mittelmäßigen Equipment. Aber danach ist Feierabend. Also mit einem schlechten Equipment nach Naga Hit and Run kannst du komplett vergessen. Aber das heißt quasi, ich würde auf jeden Fall so lange Party auf Schaden machen, bis du mindestens bei den Meryls bist. Also beim Mammut ist viel zu schlecht.
Er ruft einfach, er fragt einfach, hey, kann ich mal mit deinem Arzt reden? Und dann ruft er einfach an bei ChatGPT. Hallo, hier ist Dr. Mensch. Ich bin wirklich ein Mensch und ein Doktor. Er ist wirklich krank. Wiederhören. Sir, 50 Jahre lang übersehen. Jorge Alexis González Madrigal, Flive Universe, Varona Villa, ist ein kubanisch-deutscher Choreograf und Model. 2011 nahm er die deutsche Staatsangehörigkeit an. Er wurde als Laufstegtrainer in der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt. What the fuck? Moment mal. Also, ich habe nur aus Wikipedia vorgelesen. Das muss einer von euch gerade geändert haben. Da würde ich auch in einen Van steigen. Ein Van mit Free F-Coin. I take it. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Dass man keine Free F-Coin bekommt? I mean, das Risiko ist es wert einzugehen. Zum Van. Sollte man das HNR auf die Korallinsel? Oh, eigentlich so lange rauszögern wie möglich. Also kannst du eigentlich bis 139 oder sogar 140 bei Ancient Mammut bleiben. Wenn du mich fragst. Kannst du eigentlich sehr lange warten. Weil die ersten Monster in Korallinsel sind für HNR komplett uninteressant. Die Aatrox. Die skippt man sowieso. Das heißt, Coral Island fängt für HNR eigentlich erst für ab 143 an. Bei einem Tiger. Small Tiger finde ich persönlich jetzt auch nicht so geil. Ich gehe immer direkt zu den normalen Tigers. Die sind dann auch schon mal 144, glaube ich. Also direkt schon mal 5 Level höher als Mammuts. Also kannst du jetzt auch nicht einfach so mit 135 schon hin. Das wäre viel zu früh. Also ja, ich würde sagen, bis 139. Kannst die Mammuts nicht mehr sehen. Ja, aber als AOE gibt es halt keinen Grund, nach Coral Island zu gehen, weil das Ding ist halt, es gibt ja diesen Buff. Diesen 1v1-Buff, XP- und Drop-Rate-Buff. Und da ist es so, dass du als 1v1 dann schon nach Coral Island willst, weil die dann effektiv viel mehr XP geben als Mammuts. So ab 135 spätestens oder vielleicht sogar frühestens, wer weiß. Kommt drauf an. Und als AOE hast du das halt nicht. Als AOE hast du diesen Bonus nicht. Das heißt, es spielt effektiv eigentlich keine wirkliche Rolle, ob du jetzt zu Mammuts oder zu Tiger gehst. Ich meine, effektiv spielt es natürlich schon eine Rolle. Also jetzt rein, wenn du berechnest jetzt XP pro Mob oder whatever. Junge, Alter, ich buff eine Person, dann kommen plötzlich 22. Ey, what the fuck, man? What is happening, man? Ich wollte nur einen Typen buffen, Alter. Jetzt sind hier 50. Genau. Das heißt, als AOE hast du eigentlich den klassischen, das klassische Problem einfach nur, ja, die Monster geben zwar mehr XP, aber sie haben auch 60.000 mehr HP, eventuell einen schlechteren Spawn, eventuell schlechteres Element, whatever. Also, als 1v1 ist es relativ klar. Sobald du gute Killtime bei Aatrox hast, geh zu Aatrox wegen dem XP-Buff. XP- und Drop-Buff. Sobald du die packen kannst, oder sobald du dann eine gute Killtime hast, whatever. Ich würde sagen, wie gesagt, so mit 135 ungefähr kann man das eigentlich erwarten. Eventuell früher mit gutem Equipment. Und wie gesagt, das AOE ist halt eigentlich nur eine Frage der, hast du heftiges Equipment, schaffst du easy auch die Tiger oder chillst du einfach länger bei Mammut, weil sie echt einen guten Spawn haben. Vielleicht ist da sogar weniger los, keine Ahnung. Genau, und du hast halt einfach keinen Vorteil davon.